Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute wird es ein bisschen praktischer. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie man Farben richtig verdünnt, damit man sie dann airbrushen kann. Man liest da ja immer sehr viel im Internet von Mischverhältnissen 1:2, 2:1 und sowieso. Hat natürlich alles auch seine Richtigkeit, das will ich jetzt nicht anschwärzen. Aber wo mir in den letzten Jahren oder beim Wiedereinstieg in den Modellbau geholfen hat, war einfach ausprobieren. Ausprobieren, und damit das ein bisschen einfacher fällt, habe ich mir gedacht, gebe ich da eine kurze Anleitung. Ich benutze da so kleine Plastikbecher, die sind da ganz praktisch, die halten die meisten Verdünner aus, scharfe Sachen weniger, da zerschmelzen es dann. Also ich möchte euch das heute anhand von einer Acrylfarbe zeigen und von einer Emailfarbe. In meinem letzten Video haben wir ja schnell die Unterschiede oder mal schnell die Arten der Farben aufzählt, deshalb möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, was ist. Ich benutze für die jeweiligen Farben die Verdünner der Hersteller. Ist immer zu empfehlen. Gibt da auch wieder viele, die sagen, Quatsch, man kann auch und so. Ja, das geht vielleicht 5-mal gut und beim 6. Mal hat man dann den Salat und das will dann keiner. Und wegen dem am liebsten zum jeweiligen Hersteller, dem sein Farbsortiment, auch den Verdünner. Da geht man auf Nummer sicher und hat keine Probleme. Also, fangen wir mit der Acrylfarbe an. Die nehmen wir jetzt da aus dem Glas. Umrühren. So. Die ist relativ dick. Sieht man ja, da tut sie da jetzt nicht sehr viel. Die verläuft da. Ja. So. Dann nehmen wir Verdünner. Und ich habe da jetzt ungefähr ein Löffelchen von der Farbe rausgenommen und gebe da jetzt einmal ein Löffelchen im Verdünner rein. Und noch eins. Also, jetzt haben wir einen Teil Farbe, einen und 2 Teile Verdünner. Dann rühren wir das dann mal gut durch. Und dann lasse ich das da so am Rand, wenn es so funktioniert, ja, ablaufen. Und jetzt sehe ich, dass es eigentlich relativ dünn ist. Ja, das ist eigentlich genau das, was ich haben möchte. Ich lasse das da jetzt am Rand eben runterlaufen und ja, man sieht das jetzt da im Video ein bisschen schlecht. Das ist jetzt wie, man liest es oft und das ist eigentlich ein blöder Vergleich, aber irgendwie doch wieder ein guter Vergleich. Das ist jetzt wie Milch. Wenn man Milch in einem Glas hat und man lässt das mal so auf der Seite vom Glas runterlaufen, dann bleibt immer so ganz ein kleiner Film zurück. Und eigentlich das ist das, was wir wollen. Also die Farbe, die kann man jetzt eigentlich gut durch die Airbrush jagen. Ist jetzt gut für, ich sage mal 0,2, 0,3 mm. Für eine größere Düse wäre das jetzt schon wieder fast ein bisschen zu flüssig. Da muss man dann aufpassen, dass man das dann nicht zu flüssig macht, aber ich arbeite praktisch nur mit 0,2er Düsen, weil ich fast keine großen Flächen mit der Airbrush bearbeite. Wegen dem für feine Sachen oder für wirklich dünnere Düsen ist das jetzt eigentlich genau richtig. So. Sauber machen da den Löffel. Und dann schauen wir uns mal die Emailfarben an. Und da würden wir jetzt gleich sehen, dass die Emailfarbe, die ist ganz zäh. Also sieht man das da. Probieren wir, dass man das sieht. Das ist ganz zähes Zeugs. Ein bisschen aufrühren.
da wollen wir eigentlich nur die Pigmente haben. So, das ist jetzt ein bisschen blöd mit einem Löffel. So, hat ungefähr funktioniert. Leg das mal so ab. So. Und dann nehmen wir jetzt den Maiverdiener. Ja, da habe ich ein bisschen Blödsinn gemacht. Aha. So, jetzt ist es wieder gut. Und da schaue ich jetzt, dass ich die doppelte Menge nehme. Also da nehme ich auch wieder 2 Löffelchen, beziehungsweise nehmen wir mit 3. Und ja, ihr merkt es jetzt nicht, aber ich merke es, es stinkt. Bei ML-Farben ist das Praktische, die sind teilweise sehr, sehr fein pigmentiert. Das heißt, da braucht man nicht so viel Farbe. Da kommt man auch mit so einem Döschen, wenn man das gut lagert, damit es nicht aushärtet, kommt man jahrelang aus. Also man baut immer das Gleiche und braucht auch Farbe. Immer wieder, dann ist es klar. Aber ich sage so, die. So. Und da haben wir das Gleiche wieder. Da sieht man jetzt auch wieder schön. Wenn ich meine Hand wegmache, dann sieht man das auch wieder schön, wie dieser Film am Rand ist, am Becherrand. Ja. Und somit ist diese Farbe jetzt auch verdünnt. Für die Airbrush kann man reingeben, spritzen und dann war's das. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite her. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen weiterhelfen können. Es ist ein bisschen Probieren dabei. Manche Farben sind vom Glas her schon, oder wenn man es kauft, sind teilweise schon sehr dünnflüssig. Also ich nenne da jetzt einmal die Metallfarben vom Gunze. Die braucht man praktisch nicht verdünnen, also die kann man eigentlich aus dem Glas rausnehmen. Und einige sind wieder sehr dick. Speziell jetzt da bei dem Rot, da ist nicht mehr viel drinnen, dann wird die Farbe generell ein bisschen dicker. Da muss man halt dann ein bisschen mehr nehmen. Aber ansonsten ist sagt man so die Faustregel 1:1 ist einmal nicht schlecht und dann noch gut dünken, und wenn man dann an das rankommt, eben dieser Milchstory, dann ist man ganz gut dabei. Und wie das dann von der Airbrush aufs Plastik kommt, das schauen wir uns auch anders mal an. Da gibt es dann auch den einen oder anderen Kniff, oder wo man sich vielleicht aufpassen muss. Ja, aber das ist dann ein anderes Video, und bis dahin eine schöne Zeit.